Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute packen wir das dritte und letzte Doppelstraßenplatten-Sonderset für unsere Legolandstadt aus. Es ist das große Frachtzentrum 6391 aus dem Jahr 1984. Das Frachtzentrum war genauso wie der Stadtbauhof 6383 nur in Nordamerika und Australien im Standardkatalog, und zwar 3 Jahre lang von 84 bis 87. In Deutschland war dieses Exklusivset ausschließlich in ausgewählten Handelsketten erhältlich, wie Wedes und Spielzeugring, sofort im Erscheinungsjahr 1984 zum Preis von 95 D-Mark, in den originalen amerikanischen Verpackungen mit englischer Aufschrift. Es ist eine schöne, große Klappdeckelpackung mit großem Sichtfenster auf den Sortierfächern mit den Teilebeuteln. Am Innendeckel und auf der Packungsrückseite gibt es viele schöne Fotos von Spielfunktionen und alternativen Baumodellen. Es ist genau dieselbe besondere, seltene und teure Straßenplatte wie beim Stadtbauhof 6383 dabei. Heute zahlt man für ein gebrauchtes Set 130 bis 150 Euro. Als ich ein Angebot von einem europäischen Anbieter gefunden habe, habe ich es sofort mitbestellt. Jetzt machen wir das Paket gemeinsam auf. Als Verpackungsmaterial hat der Verkäufer massenweise alte Kunststoffbeutel verwendet. Sowas in dieser Art habe ich eigentlich noch nie gesehen. Bei mir sammelt sich nämlich auch immer größere Mengen Verpackungsmaterial an, aber mit diesen vielen Beuteln kann ich jetzt wirklich selbst einen Bricklink-Shop aufmachen. Ich habe noch viele Kleinteile mitbestellt, die ich für meine 12-Volt-Eisenbahn brauche. Eine große Waggongrundplatte und die Bahnhofsuhr mit dem originalen Aufkleber. Hier sehe ich noch die weiße Raketendüse, die mir beim Weltraum Beta 1 Kommandozentrum gefehlt hat. Das Frachtzentrum selbst ist in einem eigenen Karton eingepackt, die Bauanleitung ist an der Oberseite und die Straßenplatten sind an der Unterseite angeklebt. Ich löse zuerst vorsichtig die Folie mit der Bauanleitung ab. Wie in dieser Zeit üblich ist die Bauanleitung ein typisches DIN A4-Heft mit 16 Seiten. Auf der ersten Seite oben haben wir die Aufmachung und in der unteren Hälfte beginnen schon die Bauschritte. Für die 5 Minifiguren, die 3 Fahrzeuge und das Gebäude brauchen wir insgesamt 47 Bauschritte, wenn man die Haupt- und Teilmodelle zusammenzählt. Die Anleitung schließt mit dem Hauptmodell ab. Die vielen Fotos von den interessanten Alternativmodellen gibt es nur auf der Verpackung. Im Karton sind die Bauteile und die Liste. An der Unterseite klebt der Beutel mit den 2 Grundplatten. Darunter, wie gesagt, die seltene, teure, einzigartige Grundplatte mit den 2 Garageneinfahrten auf der rechten Seite. Diese hier ist in besonders gutem Zustand. Diese Straßenplatte gab es ausschließlich bei den 2 amerikanischen Exklusivsets Bauhof und Frachtzentrum. Die zweite Garagenplatte mit der Garageneinfahrt auf der linken Seite und mit dem Hubschrauberlandeplatz ist die übliche, häufige Grundplatte von der Polizeistation 6384 aus dem Vorjahr 1983. Die Garagengrundplatte ist aber nicht das teuerste Teil aus diesem exklusiven Set. Es gibt noch eine ganze Reihe besonderer Teile. Das teuerste Element ist die graue Fernsehantenne. Bei mir ist diese teure graue Antenne überhaupt nicht dabei, stattdessen eine abgebrochene milchig-weiße Antenne der 2. Generation, wie sie von 73 bis 78 verwendet wurde. Die weiße und gebrochene Antenne kann ich für dieses Set überhaupt nicht verwenden. In den Spielkisten sind die Sprossen der Antennen häufig abgebrochen und deshalb ist dieses Teil heute so selten geworden. In der Legolandstadt hat es die graue Fernsehantenne sonst nur bei den beiden Polizeistationen gegeben und sie war 1979 bei 3 Weltraumsets dabei.
Das zweite seltene und beschädigte Teil ist der neue Gabelstapler von 1983. Hier fehlt die Feder für den Hubmechanismus. Es ist genau dieselbe Feder wie vom alten kleinen Gabelstapler von 72 und von der Greifschaufel von 75. Teurere Teile sind dann auch noch die zwei gelben Schiebetore, die es neben der Frachtstation ausschließlich im neuen 12-Volt Güterzug Starter-Set 7735 von 85 gegeben hat. Sie sind hier in zwei getrennten Lagern eingebaut, sie können aber auch gemeinsam verwendet werden. Überhaupt nur im Frachtzentrum allein gab es die gelben Haustüren mit der Türangel auf der linken Seite. Das letzte einzigartige Teil, das nur in diesem Set vorgekommen ist das kleine Wählscheibentelefon, das es in blauer Farbe nur bei diesem Exklusivset gibt. Bei den 5 Figuren haben wir zwei ähnliche Büroangestellte mit dem typischen längsgestreiften Freizeitshirt, zwei gleiche Lagerarbeiter mit der neuen Latzhosenbedruckung und der blauen Schildmütze von 83 und einen schwarzen Hubschrauberpilot mit der Lederjacke ohne Polizeiabzeichen. Beim Frachtzentrum kommen Aufkleber mit zwei unterschiedlichen Logos vor, einmal mit zwei und einmal mit nur einer Kiste. Dieselben zwei Logos haben wir auch in der Flughafenspedition 6377 aus dem nächsten Jahr 85. Die Steine sind auf beiden Seiten beklebt. In diesem Beutel haben wir die gelben Fenster und das Garagentor mit den 5 gelben Lamellen. Ich schütte jetzt alle 567 Teile aus dem Tisch, die in den verschiedenen Beuteln nach Farbe sortiert sind. Weiß für die Fahrzeuge und das Geländer, rot für das Dach, das Gebäude ist blau und der Unterbau schwarz. Wir bauen uns jetzt das Gebäude für die Frachtstation auf. Der schwarze Unterbau ist 2 Steine hoch. Er steht auf 10 Säulen aus 2x2 Rundsteinen. Dazwischen wird das Fundament aus 2x3 Grundsteinen gebaut und oben kommen 4 lange Träger aus 2x10 Grundsteinen. An der Rückseite bauen wir zwischen den 2 Grundplatten einen Scharnierstein ein, weil man die 2 Gebäudehälften auseinanderklappen kann. Achtet aber bitte nicht auf die Grundplatten, ich habe einen Fehler gemacht und sie spiegelverkehrt eingebaut. Die Garage auf der Einfahrt Nummer 2 bekommt vorne 2 schwarze Wände und Führungssteine für das Rolltor. Den Boden der Laderampen bauen wir mit schwarzen Platten auf. Diese hat einen beschädigten Rand und ich baue sie in der Mitte ein. Wir brauchen 3 4x10, 2 6x10 und 2 6x12 Platten. Links und rechts von der Garage bauen wir für die 2 Lagerräume am Boden vorne die Führungsschienen für die Schiebetore aus blauen Platten und den 1x8 Führungsplatten für das Schiebetor. Die Lagerräume haben an der Rückwand Säulen mit Werkzeughaltern. An einen Halter stecken wir gleich den braunen Besen. Beim linken Lagerraum müssen wir in die Seitenwand unter dem Fenster eine gelbe Baggerschaufel einbauen. Über die Baggerschaufel kommt eines der 5 gelben Fenster. Auf den Fensterscheiben ist in der unteren Hälfte ein aufgeklebter Sichtschutz. Ich kann euch überhaupt nicht sagen, wozu diese Baggerschaufel unter dem Fenster überhaupt notwendig ist. Für ein Waschbecken fehlt der Wasserhahn, im Lagerraum ist das wohl eher eine Sortiermulde für die Frachtpapiere oder für die Briefe. Ein zweites gelbes Fenster bauen wir in die linke Seitenwand der Garage ein. Die Scharniere für die Fensterläden gehören aber nach außen, ich habe das Fenster hier verkehrt eingebaut. Dann setzen wir in die Vorderwand des linken Lagerraumes die erste gelbe Schiebetür ein und befestigen sie an der Oberseite mit einer zweiten blauen 1x8 Führungsplatte. Auf der Laderampe vor der Schiebetür steht schon eine Frachtkiste und links stellen wir einen weißen Bügel als Absperrung auf.
Bei der Garageneinfahrt bauen wir links und rechts die Führungssteine für das Rolltor mit einem gelben Griff, 4 gelben Lamellen und in der Mitte hat das Rolltor ein Fenster aus 5 transparenten Lamellen. Oben schließen wir die Garage links und rechts mit 2 1x14 Trägern mit den Führungen für das Rolltor ab und verbinden sie mit 4 blauen 2x10 Platten. Damit haben wir die Garage mit dem Rolltor schon fertig. Beim zweiten Gebäudeteil bauen wir an der linken Seite einen zweiten Lagerraum mit einem kleinen gelben 2x2 Fenster an der Vorderwand und an der rechten Seite ein Büro mit einem weißen Drehsessel auf einem Drehteller, auf einem umgekehrten Schrägstein einen schmalen Schreibtisch aus einer weißen 1x4 Platte und links daneben in die Wand bauen wir das einzige blaue Wählscheibentelefon ein, das es bei Lego gibt. Die blaue Farbe brauchen wir hier für den Einbau in die Wand. Das Büro hat 2 große Fenster, der Lagerraum bekommt in der rechten Seitenwand ein zweites kleines Fenster und dazwischen setzen wir die einzigartige gelbe Haustür ein mit dem Scharnier auf der linken Seite, die es nur bei dieser Packung gibt. Und wir befestigen das Scharnier oben mit einem blauen 1x6 Stein als Balken. In den mittleren Lagerraum setzen wir vorne auch noch eine zweite gelbe Schiebetür ein. Den Mittelteil des Gebäudes mit der Garage und dem Lagerraum decken wir mit einem Flachdach aus roten Platten ab. Das Büro an der rechten Seite bekommt ein Pultdach aus 3 Reihen schwarzen 33° Dachsteinen. Ein genau gleiches schwarzes Dach kommt links auf den kleinen Lagerschuppen. In der Mitte bauen wir auf die rote Dachterrasse ein zweites Büro. Hinten mit einem blauen Scharnierstein, weil man ja das ganze Gebäude aufklappen kann. Deshalb besteht das Büro aus 2 Hälften. In die rechte Seite bauen wir wieder auf einem umgekehrten Schrägstein einen schmalen Schreibtisch ein, in die Wand ein blaues Computerterminal, vorne ein gelbes Fenster, schwarze Platten als Flachdach mit 2 Rundsteinen für die Funkantennen. Auf die linke Seite stellen wir einen Türstock, eine Seitenwand und dazwischen die zweite einzigartige gelbe Haustür mit dem Scharnier auf der linken Seite, das wir oben mit einem Träger aus einer 1x6 Platte befestigen. Darauf kommt die zweite Dachhälfte. In die hohlen Noppen der Rundsteine stecken wir 2 umgekehrte Funkantennen mit einem roten, transparenten Rundstein. Auf die linke Dachhälfte kommt die teure graue Fernsehantenne. Auf den Dachfirst des linken Lagerhauses stellen wir auf 2 schwarze Rundsteine ein Schild aus 2 blauen 1x6 Steinen mit dem Speditionsaufkleber auf beiden Seiten. Auf die Dachterrasse vor dem Büro bauen wir einen dreh- und schwenkbaren Flutlichtscheinwerfer auf einem kleinen 2x2 Drehteller mit einem schwarzen 1x2 Scharnierstein und auf einer weißen 1x4 Platte 2 Scheinwerfersteine mit 2 transparent gelben 1x1 Platten. Rund um die Dachterrasse bauen wir ein Geländer aus 5 weißen Bügeln. Darauf stellen wir den ersten Mitarbeiter mit dem Funkgerät in der Hand. Mit dem Flutlichtscheinwerfer leuchtet er den Hubschrauberlandeplatz aus. Einige weiße Geländer stellen wir auch auf die Verladerampen vor dem Büro und dem Lagerhaus im Erdgeschoss. Der zweite Mitarbeiter nimmt die weißen Signalkellen in die Hand und wartet auf die Hubschrauberlandung. Auf das Speditionsgelände kommt vorne genau dasselbe Speditionsschild wie auf dem Dach des linken Lagerraumes. Die beiden auseinanderklappbaren Grundplatten halten wir in der Mitte mit einem grünen Laubbaum zusammen. Die linke Einfahrt verschönern wir mit 4 Blumensträußen. Die Spedition hat vorne 2 getrennte Einfahrten und das Gebäude steht auf der Hinterseite quer.
Wenn man das Gebäude zusammenklappt, kommen die Einfahrten auf die linke und auf die rechte Seite. Das Gebäude steht in der Mitte und der vordere Gebäudeteil hat ein schwarzes Satteldach. Jetzt kommen wir zu den 3 Fahrzeugen und beginnen mit dem Hubschrauber. Auf Kufen aus schwarzen 1x6 Platten kommt der weiße Cockpitboden mit 2 umgekehrten Schrägsteinen auf der Hinterseite. Darüber ein 33 Grad Dachstein für den Ausleger, vorne der Laderaum mit links und rechts 2 roten Briefkästen zum Aufklappen. Darauf kommen links und rechts noch 2 kleine Dachsteine. Wir setzen inzwischen den Piloten ins Cockpit mit seiner schwarzen Lederjacke mit Reißverschluss, genauso wie ein Motorradfahrer der Polizei, aber nur ohne Abzeichen. An die Hinterseite stecken wir den Ausleger aus einem weißen 1x8 Stein mit links und rechts dem kleinen Speditionslogo-Aufkleber. Daran befestigen wir den kleinen Heckrotor mit einem schmalen 33 Grad Dachstein als Seitenflosse, an der Spitze ein rotes Blinklicht. Das Fahrzeugdach setzen wir umgekehrt auf, darauf kommt der 2x3 Nabenstein mit dem schwarzen Rotorkreuz. Als Rotorblätter stecken wir nur 4 kurze 1x6 Platten auf. Auf den Leitwerksträger kommt noch ein schmaler 33 Grad Dachstein. Dann fehlt uns nur noch die Cockpitverglasung. Den unteren Rand bauen wir aus weißen Platten mit 2 blauen Feuerlöscherdüsen als Steuerknüppel. Darauf kommt die neue umgekehrte Windschutzscheibe von 82 und die alte normale Windschutzscheibe von 78. Mit einem schmalen 1x4 Scharnier von 82 befestigen wir die Cockpitscheibe am Fahrzeugdach. So sieht das typische Hubschrauber-Cockpit dieser Zeit aus. Mit unserem Hubschrauber transportieren wir die Expresspost. Die Briefkästen in der Seitenwand erinnern mich an die alten Postwaggons der Eisenbahn, wo man beim Halt am Bahnhof noch die letzten Eilbriefe einwerfen konnte. Beim Set sind 6 Briefe dabei. Auf der anderen Seite des Gebäudes ist gerade einer der 2 Lagerarbeiter mit der neuen Latzhosenbedruckung von 84 und der neuen Schildmütze von 83 dabei, die Pakete zu sortieren. Wir werden ihm mit einem Gabelstapler helfen, den wir jetzt gleich zusammenbauen. Auf einer roten 2x8 Platte bauen wir an der Hinterseite einen Lastwagenkabinen-Kotflügel auf, 2 Scheinwerfersteine mit roten Rücklichtern, dazwischen ein schwarzer 2x4 Stein als Motorblock. Vorne gibt es links und rechts einen schmalen Dachstein, dazwischen kommt das Lenkrad, der Fahrer sitzt in die Aussparung vom Kotflügelteil hinein und hinten kommt noch ein weißer Bügel. Über die 2x2 Fliese kommen 2 schwarze, schmale Scharnierplatten, auf die wir den großen Hubmast des Gabelstaplers anstecken. Dort fehlt leider die Feder. Ich werde daraus keine große Geschichte machen, sondern einfach eine normale Kugelschreiberfeder einhängen, die ich einfach aus einem normalen Kugelschreiber herausnehme. Die Endschleifen biege ich auf und hänge sie in die Haken am Hubmast und am Gabelträger ein. Bei diesem neuen Modell von 83 kann man den Hubmast mit den Scharnieren nach hinten neigen. Die Hubgabel kann man wie beim alten Modell mit der Feder nach unten drücken, sie ist aber jetzt mit 4x4 Noppen viel größer als beim alten Modell mit 2x2 Noppen. Das hat aber keinen großen Vorteil. Bei einer 4x4 Palette muss man die Klotzhölzer in die Mitte einbauen, damit die Gabeln an der Seite darunter greifen können. Wenn man seitliche Kanthölzer haben möchte, muss man die Palette 4x6 Noppen groß bauen. Jetzt fehlen noch die Frontscheinwerfer, die wir auf 2 Scheinwerfer-Halterplatten aufbauen. Der offene Gabelstapler ist ganz im Stil der 80er Jahre, aber mit einer normalen Lastwagenkabine würde er doch viel besser ausschauen und ins Set passen.
Das dritte Fahrzeug im Baukasten ist der Lastwagen, ein sehr klein gehaltenes Modell mit den großen 29 mm Lastwagenrädern, einer schönen großen Fahrerkabine auf einer Kabinengrundplatte mit einer schwarzen Aufstiegsleiter als Kühlergrill. Die Rücklichter kommen auf Scheinwerferhalterplatten, die hinteren Kotflügel sind freistehend und die Ladefläche ist sehr klein und einfach. Vorne an die Fahrerkabine kommt die brandneue senkrechte Lastwagen-Windschutzscheibe, die in diesem Jahr 84 neu herausgekommen ist. Bei der geraden Windschutzscheibe muss man das Lastwagendach nach vorne um eine Noppe verlängern. Das wird hier sehr geschickt mit zwei eingesetzten Blinklichtern gelöst. Bei einem Speditions-LKW würde man sich einen Kastenaufbau erwarten. Die kleine offene Ladefläche hat den Vorteil, dass man sie leicht mit dem Stapler von allen Seiten beladen kann. Jetzt haben wir unser Frachtzentrum 6391 fertig gebaut, das aus 530 Teilen besteht, mit 2 Straßengrundplatten mit Garageneinfahrten, 5 Minifiguren und 3 Fahrzeugen. Vorne haben wir die doppelte Einfahrt mit dem Speditionsschild und den Pflanzen. Auf der rechten Straßenplatte ist der Landeplatz für den Expresspost-Hubschrauber, dahinter ein Büro und ein Lagerhaus mit einer Schiebetür und der Verladerampe. In der Mitte haben wir die Lastwagengarage mit dem Rolltor und links ein zweites kleines Lagerhaus mit Schiebetür, Verladerampe und unter dem Seitenfenster die Baggerschaufel als Ablagefach. Alle Räume sind gut von hinten bespielbar. Im ersten Stock haben wir auf der roten Dachterrasse mit weißem Geländer und Flutlichtscheinwerfer ein zweites Büro mit Fernseh- und Funkantennen. Von vorne gesehen haben wir die zwei getrennten, nebeneinander liegenden Einfahrten und links und rechts auf beiden Seiten noch eine freie Fahrspur. Das Gebäude steht zuerst hinten quer. Es ist schön dreidimensional gebaut mit einer Bautiefe zwischen 10 und 15 Noppen. An der Hinterseite ist der ganze Querschnitt mit den 5 Räumen offen zum Bespielen. Man kann das längs gezogene Gebäude zusammenklappen, dadurch schließen sich die hinteren Spielöffnungen und vorne bekommt man neue Zugänge in die Garage, dem Laderaum und dem Büro. Das Gebäude schaut jetzt noch viel kompakter aus. Auf der Dachterrasse haben wir wieder dasselbe Büro, auf der linken Seite die Verladerampe, in der Mitte das schöne große Büro- und Lagerhausgebäude mit dem Satteldach und rechts die Lastwagengarage. Auf der Rückseite sehen wir die Spielöffnungen für 3 Räume. Die Einfahrten haben wir jetzt gegenüberliegend auf der linken und der rechten Seite und es gibt vorne eine Durchfahrt. Mit dem Auf- und Zuklappen ändert sich das ganze Erscheinungsbild des Gebäudes und man kann einige Räume von 2 Seiten bespielen. Im Büro auf der Dachterrasse im ersten Stock überwacht der Mitarbeiter mit dem Computerterminal die Einfahrten und Ausfahrten. Er sieht, dass jetzt gleich der Hubschrauber mit der Expresspost ankommen wird. Er geht mit seinem Funkgerät vom Büro hinaus auf die Dachterrasse und richtet den Flutlichtscheinwerfer aus, um den Landeplatz des Hubschraubers gut auszuleuchten. Der zweite Mitarbeiter sitzt inzwischen im Büro im Erdgeschoss und wird telefonisch verständigt. Er geht hinaus auf die Laderampe, nimmt die 2 Einweiser-Leuchtstäbe vom Haltebügel, geht über die Stufen von der Laderampe hinunter auf den Hubschrauberlandeplatz und wartet auf den Hubschrauber. Der Hubschrauber ist schon im Anflug und landet auf dem eingezeichneten Landeplatz. Der Pilot öffnet das Cockpitfenster, steigt aus und hat im Laderaum im Briefkasten Eilsendungen mitgebracht. Der Gabelstapler bringt eine leere Palette. Wir können die Eilsendungen ausladen und abtransportieren.
Der Pilot steigt wieder ins Cockpit und der Hubschrauber fliegt zu seiner nächsten Haltestelle. An der Laderampe nimmt ein Arbeiter mit Latzhose und Schildmütze die Eilsendungen entgegen und sortiert sie im Lagerraum. Im zweiten Lagerraum ist inzwischen ein zweiter Mitarbeiter mit Paketen beschäftigt, die gerade verschickt werden müssen. Er öffnet die Schiebetür und stellt die Pakete hinaus auf die Verladerampe. Er geht zur Lastwagengarage, öffnet das Rolltor und holt den Lastwagen heraus. Der Fahrer steigt in den Lastwagen ein und lässt sich vom Gabelstapler die Palette mit den Paketen auf die Ladefläche stellen. Das Frachtzentrum 6391 ist mit 530 Teilen auf 2 Straßenplatten das größte Speditionslager, das es bei Lego gegeben hat. Es ist ein wunderschönes Spielset mit den einzigartig konstruierten klappbaren Gebäuden und vielen interessanten Spielfunktionen mit 3 Fahrzeugen. Auf der Packungsrückseite gibt es wieder einige interessante Alternativmodelle, dasselbe Frachtzentrum kleiner gebaut auf nur einer Grundplatte, ein Flughafenhangar mit Tanklastwagen, ein Hubschrauberlandeplatz auf einem Stützpunkt mitten im Meer und eine Autofähre, um nur wenige Beispiele zu nennen. Das Frachtzentrum ist das letzte der 3 exklusiven Doppelstraßenplattensets, die ich mir für meine Legoland-Stadt inzwischen noch dazu gekauft habe. Ein weiteres exklusives Doppelstraßenplattenset, das es nur in den USA gegeben hat, wäre die Fernfahrerraststätte 6393 von 1987, die mit den neuen Straßenplatten nicht mehr richtig in die alte Legoland-Stadt hineinpasst. Das Originalset ist zwar viel zu teuer, aber ich werde es mir sicher bei Gelegenheit einmal aus Einzelteilen mit Replacement-Stickers selbst zusammenbauen. 2 weitere schöne Doppelstraßenplattensets aus der neuen Legoland-Stadt von 1988 sind das Parkhaus 6394 und die Formel 1 Zielgerade 6395. Das sind aber alles noch ferne Zukunftspläne. Am nächsten Freitag kommt dann endlich die versprochene graue Ritterburg von 1984 dran. Ich hatte zwar bis jetzt immer nur die Ritterburg 6080 als Einzelset, aber ich werde mir noch einzelne Ergänzungen dazu bauen und Patrick hat mir aus seiner Kindheit 4 Sets mit den Originalverpackungen geliehen, darunter das legendäre Baumversteck und den Flussübergang der Waldmänner. Bis dahin bedanke ich mich bei euch allen recht herzlich, dass ihr heute zugesehen habt, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und verabschiede mich bis zum nächsten Freitag. Auf Wiedersehen!